Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein wunderhübsches Intro-Tierchen hier, eine Mandarinnatter. Früher ganz einfach Elaphe mandarina, jetzt heißt sie Euprepiophis mandarinus. Wird immer schwieriger mit den Namen. Nichtsdestotrotz, wunderschönes Tier. Diese Mandarinas galten die als extrem schwer zu haltende Terrarienschlangen, wurden leider in relativ großen Mengen importiert, sind so gut wie alle verendet, weil sie einfach das Klima wohl nicht vertragen haben. Ein großer Trick ist, man muss sie relativ kühl halten, im Prinzip bei warmer Zimmertemperatur. Wir haben die bei uns im Büro stehen, da hat es gechillte Temperaturen, da gedeihen die wunderbar und prächtig, also auch die Jungtiere oder die Babys. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann natürlich, man muss Nachzuchtstiere haben. Ne? Also wenn man wirklich von den Tieren eine Nachzucht hat, das hier zum Beispiel ist ein adultes Nachzuchttier, mittlerweile sogar schon 10 Jahre alt. Damals war das, wie gesagt, noch eine Rarität, dass man die gezüchtet hat. Übrigens Szechuan-Verbreitungsgebiet. Aber wenn man ein Nachzuchttier hat, dann lassen die sich perfekt halten, sind wirklich anspruchsloses Terrarientier. Im Prinzip fast wie eine Kornatter, dann wirklich wunderschön und empfehlenswert als Terrarientier. Unser Thema heute aber ein ganz anderes, oder beziehungsweise ein Schlangenthema, aber eine ganz andere Schlange. Königspython, ne, die hier, ihr seht es an meinem T-Shirt und check my balls und so weiter. Der Königspython ist ja unsere oder meine absolute Favoritenschlange. Mehr oder weniger Reptil-TV entstand fast durch die Königspythons. Wir haben auch schon viel drüber gemacht, viel Filme euch gezeigt, ne? Vom Ei bis zu den Eiern. Übers Füttern haben wir schon was, über die Zucht haben wir schon was gemacht. Also wir haben schon etliche Königspython-Folgen gemacht. Was uns aber auffiel, beziehungsweise auch von euch schon dem einen oder anderen, es kommt immer wieder die Frage, ja, ihr habt ja gar keine richtige Basic-Folge, also wirklich so eine völlig back to the roots, so eine richtige Einstiegsfolge über Königspythons. Also ich hoffe, dass nicht nur die Einsteiger von euch zuschauen, sondern vielleicht interessiert es doch alle. Aber es soll im Prinzip fast eine Einstiegsfolge sein, ne? Also völlig von Anfang an, wie hält man diese schönen Schlangen? Und wie gesagt, das ist unser heutiges Thema. Dann kommen wir auch schon zum Ursprungsgebiet der Königspython oder zum Herkunftsgebiet. Königspython kommt aus Westafrika. Das Kerngebiet, also da, wo die meisten Königspython vorkommen, das sind auch die klassischen Exportländer, wo sie die letzten 30, 40 Jahre exportiert wurden, ist eigentlich Ghana, Togo, Benin. Das ist, glaube ich, auch das Zentrum, wo die Tiere die meiste Verbreitung haben. Ne? Nebendran kommt Nigeria, da gibt es schon wieder deutlich weniger Tiere. Andere Seite, also Westen, kommt Elfenbeinküste, Liberia. Da sind die Königspythons auch beheimatet. Aber es gibt bei weitem nicht die Menge, wie es, wie gesagt, Ghana, Togo, Benin gibt. Ich glaube, das hat mit dem Biotop zu tun. Nigeria scheint mir schon wieder zu trocken zu sein, zu wenig grün zu sein. Und wie gesagt, auf der Westseite, man merkt schon, wenn man Elfenbeinküste zum Beispiel geht, wo ich auch schon war, da wird es schon wieder deutlich feuchter. Da ist noch bewaldeter, noch feuchter. Oder auch Liberia war ich noch nie, aber so was ich gehört habe, muss relativ stark bewaldet sein. Das ist wieder nicht das klassische Königspython-Biotop. Der Königspython will die westafrikanische Trockensavanne, heißt es in der Literatur, oder wenn man, das ist so der Fachausdruck für das Gebiet, wo er herkommt. Der Ausdruck Trockensavanne ist relativ irrtümlich. Wo die herkommen, da ist alles andere wie trocken, und Savanne stellt man sich eigentlich so landläufig auch vor, wie so irgendwie so trocken, so bald schon wie eine Halbwüste oder sowas, mag man sich das vielleicht vorstellen. Also wer die Vorstellung hat, ist ganz falsch. Trockensavanne ist eine Grassavanne, eine Grassteppe, die aber zumindest von der Luftfeuchtigkeit relativ feucht ist. Ne? Wenn man dort unterwegs ist, da hat es 70, 80, 90% Luftfeuchtigkeit jeden Tag.
Es ist wahnsinnig heiß, also was heißt wahnsinnig heiß, aber es hat tagsüber deutlich über 30 Grad, 31, 32, wie gesagt, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Nochmal zurück auf die Temperatur, 31, 32 ist die Lufttemperatur im Schatten. Ne? Also natürlich, wenn ihr in der Sonne seid, dann hat es 40, 45 Grad. Also das ist im Schatten die Temperatur 31, 32. Nachts sinkt die Temperatur ebenfalls nicht sonderlich stark ab, also nicht wie in der Wüste, wo es zum Teil nachts lausig kalt wird. In dem Gebiet, wo die leben, ist die Nachtabsenkung relativ gering. 26, 27, 28 Grad hat es da in der Nacht, also immer noch deutlich warm. Wenn ihr da unterwegs seid, abends oder nachts oder früh morgens, also selbst im T-Shirt, ist es mehr wie gut warm. Also es ist völlig, man kann es eigentlich nie erleben, dass man mal sagt, oh, jetzt wird es langsam ein bisschen fröstelig oder jetzt bräuchte ich mal einen Pulli oder eine Jacke. Das gibt es zweimal im Jahr zu der Harmattan-Zeit und zu der Winterzeit, also in Anführungsstrich Winterzeit. Da kann es mal sein, dass es nachts ein bisschen runtergeht Richtung 20 Grad, aber das ist da völlig die Ausnahme, oder das ist eben die Überwinterungszeit, wo mir dann die Tiere überwintern. Aber ansonsten immer extrem warm. Jetzt bin ich ganz schön abgeschweift. Nochmal zurück. Dieses Klima bestimmt das Verbreitungsgebiet von Python regius. Ne? Die wollen dieses hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperatur, nachts hohe Temperatur, wollen die haben. Was sie nicht wollen, ist zum Beispiel bewaldetes Gebiet, weil im bewaldeten Gebiet kommen wir schon nicht auf diese guten 30 Grad. Ne? Wenn man in den Wald reingeht, dann geht die Temperatur wahrscheinlich schon unter 30 Grad runter. Das ist im Königspython schon wieder zu kalt. Deswegen Gebiete, wo es viel Wald, viele Bäume hat, werdet ihr keine Königspythons finden. Zum anderen, was auch kein Königspython-Gebiet ist, das ist dann eher so wieder Felsenpython oder sowas, sind richtig feuchte Gebiete, feucht im Sinne von Flüsse, Bäche, also morastiges Gebiet, ne? Oder wenn das Gras zu dicht ist, ne? Also wenn das, ich denke, der Hintergrund ist auch, dass im ganz dichten grünen Gras oder wenn der Boden auch womöglich noch richtig feucht ist, dann wird die Temperatur auch wieder zu niedrig für Königspython, ne? Das wollen sie nicht. Also es ist so eine leichte Bepflanzung oder eine leichte Begrünung ist da, aber so, dass die Sonne trotzdem im Prinzip bis an die Erdoberfläche dringt und die Tiere es entsprechend heiß haben. Ja, das ist so das klassische Königspython-Biotop. Noch ein ganz wichtiger Punkt auch zum Biotop. Sie leben da auch nicht irgendwo auf dem Baum oder auf dem Busch, sondern sie leben im Boden drin tagsüber. Also sie benutzen irgendwelche Nagerbauten, ja, von irgendwelchen Graskatter ist da so ein typisches Nagetier. Das sind so Bisamratten-ähnliche Nagetiere, ne? In denen Bauten leben sie. Oder ganz klassisch in den Termitenhügeln nehmen sie als Unterschlupf. Da halten sie sich am Tag auf und am Abend kommen sie an den Eingang, sind dort Lauerjäger, bewegen sich in relativ nahem Umfeld zu ihrem Versteck, zu ihrer Höhle, liegen dort auf Lauer, warten auf Beute und das ist so der Ablauf, der Tagesablauf. Ne? Also die kommen nicht nachts aus den Höhlen raus und kriechen ewig weit rum und gehen auf Suche, sondern sie sind wirklich direkt an ihrem Versteck. Ne? Ich denke, ihr wisst, ich war schon zigmal in Afrika, beziehungsweise wir haben auch die Afrika-Folgen, wo wir das Biotop zeigen. Da ist das auch relativ gut zu sehen und recht interessant. Diese Behauptung mit diesen, dass sie sehr stark an ihr Versteck gebunden sind, lässt sich auch relativ leicht belegen. Die klassischen Gebiete, wo man die Tiere sieht, sind landwirtschaftlich genutzte Gebiete. Und wenn man dort die Bauern zum Beispiel fragt, einige davon, die tun die Schlangen einfach in Ruhe lassen. Wenn man die fragt, habt ihr irgendwo einen Python gesehen, dann kann der genau sagen, ja, da hinten die und die Höhle, da sehe ich immer einen. Ja. Und wenn man diese Höhle zum Beispiel aufgräbt, dann findet man da auch einen Python. Ja. Also das kann man sich drauf verlassen. Das ist dann dem sein Versteck und da lebt das Tier. Und in diesem Umkreis von vielleicht 1 Meter halten sich die Pythons dann auf.
Dann kommen wir zu der Größe von den Königspythons. Hier in meiner linken Hand ein Extrembeispiel. Das ist das ist somit mein größtes Weibchen. Die ist fast so lang wie ich, sprich 1,80 Meter wird die ungefähr haben an Länge, entsprechend auf 4-5 Kilo Gewicht. Das ist eine absolute Ausnahmegröße, ne? Das würde ich mal vergleichen mit dem Mensch, der vielleicht 2,20 Meter, 2,30 Meter ist. Ne? Das ist nicht das Übliche, aber einfach auch mal zum Zeigen, dass es solche Ausnahmefälle gibt. Eine übliche Größe dieser Genetics-Tribe-Mann hier, würde ich mal sagen, der hat so die Durchschnittsgröße, das ist so 1,30 Meter ungefähr. Das ist eigentlich so die übliche Größe für einen Königspython, wobei man sagen muss, dass generell die Männer auch noch ein klein bisschen kleiner sind wie die Weibchen. Also Männchen vielleicht so 1,20, 1,30, Weibchen 1,30, 1,40. Also runde 10 cm Unterschied zwischen Männchen und Weibchen kann man auch noch sagen. Und die Weibchen vielleicht insgesamt noch klein wenig massiger wie ein Männchen, also nicht so extrem wie jetzt hier. Also der hier ist für einen Mann sogar auch relativ massig oder relativ gut gebaut. Ne? Das ist so wie gesagt, die Durchschnittsgröße. Ich glaube, die ist wichtig. Ne? Wenn jemand ein Kind auf die Welt bringt, dann denkt er sich ja auch nicht, um Gottes Willen, der Sohn, der wird jetzt bestimmt 2,20 Meter groß, jetzt tun wir sämtliche Türrahmen vergrößern, sondern man denkt sich auch, oder man geht von der Durchschnittsgröße aus, und das würde ich euch auch empfehlen. Wenn ihr wirklich dann so einen extremen Brocken habt, irgendwann, dann müsst ihr natürlich ein größeres Terrarium bauen. Womit wir beim Thema Terrarium sind, es gibt Haltungsrichtlinien, die diese Terrariengröße vorschreiben in Deutschland. Das ist 0,7 mal 0,5 Körperlänge. Ne? Also wenn ich jetzt hier so ein Tier mit 1,30 Meter habe, 0,7 mal 1,30 Meter ist irgendwo rund 1 Meter, 0,5 wäre 65, also Terrarium mit 1 Meter mal 60, denke ich, das ist so ein recht gutes, gängiges Maß für einen Königspython. Viele nehmen auch 1,20 Meter Terrarium, ist auch okay. Weiter nach oben würde ich es nicht übertreiben an eurer Stelle, weil ihr müsst das Terrarium beheizen. Ihr wollt ein anständiges Klima drin. Und wie ich vorher schon erzählt habe, Königspython ist standorttreu. Der hält sich in seinem Versteck auf, lauert dort auf Beute. Ich glaube, das Klima ist der ganz wichtige Punkt, deswegen übertreibt es nicht völlig mit der Größe, dann habt ihr es umso schwerer, mit dem anständigen Klima reinzumachen. Dann kommen wir zum Terrarium an sich. Habe ich euch hier mal so ein, das ist 95er Terrarium, mal symbolisch aufgebaut. Wie gesagt, für ein normal großes Tier oder Männchen, denke ich, die passende Größe. Das Ganze gibt es natürlich auch noch mit 1,20 Meter, sicherlich auch eine gute Alternative. Das Herzstück vom Terrarium ist hier dieses Heat-Panel hier, ne, das hier liegt. Das hat 60 Watt. Das passt für die Terrariengröße knapp, würde ich mal sagen. Kommt auf die Umgebungstemperatur an in eurem Zimmer. Was ganz gut ist, wenn ihr das Terrarium noch ein bisschen isoliert. Wir haben es schon ein paar Mal gezeigt, mit so Korkplatten könnt ihr zumindest Rückwand und Seite könnt ihr das isolieren mit diesem Kork oder vielleicht sogar beide Seiten. Dann hält sich die Wärme auch besser im Terrarium drin. Wie gesagt, wichtigster Punkt, die Heizung. Vorher habe ich es angesprochen, die Tiere wollen es wirklich sehr warm, Tag und Nacht. Ne? Also das heißt, dieses Heat-Panel läuft im Prinzip Tag und Nacht. Ihr könnt es über ein Thermostat noch steuern, das macht sicherlich Sinn. Wobei so als Einsteigerset könnt ihr es auch ohne Thermostat verwenden, wenn die Raumabsenkung im Raum selber nachts vorhanden ist. Ne? Also das heißt, euer Raum hat tags ca. 23 Grad, nachts geht die Zentralheizung aus, der Raum geht runter auf knappe 20. Dann habt ihr automatisch eure Nachtabsenkung im Terrarium. Das heißt, das Terrarium lasst ihr 24/7 sozusagen, also rund um die Uhr, 24 Stunden lasst ihr das Heizpanel an und beheizt somit euer komplettes Terrarium. Als Beleuchtung gibt es so einfache LED-Strahler, die kann man auf und oben drauflegen. Also das Panel kommt natürlich von innen rein, ne, wird von innen hier an den Deckel geklebt. Ja, am leichtesten, wenn ihr ihn hinklebt, einfach mit entweder könnt ihr Silikon nehmen, müsst ihr dann gut ausdampfen lassen, oder ihr nehmt von uns diesen Terrafix, das ist so giftfreier Kleber, da könnt ihr das Tier 2-3 Stunden später schon ins Tier reinsetzen, also von innen an diesen Deckel kleben. Ja.
Diese Beleuchtung legt er einfach von oben drauf auf diesen Gazedeckel, das leuchtet da rein. Licht sieht einfach schöner aus, ist mehr für euch, für die Optik wie fürs Tier. Dem Tier selber würde das Licht im Raum eigentlich genügen, was im Zimmer Tag und Nacht ist. Aber damit einfach das Terrarium auch schöner ausgeleuchtet ist, würde ich euch empfehlen, nehmt so eine LED-Lampe, macht die hier drauf, sieht schöner aus, ne? Dann braucht ihr natürlich Thermohygrometer, um euer Klima zu überprüfen in dem Terrarium, ne? Überprüft mal, kälteste Seite sollte auf jeden Fall tagsüber 28, 29 Grad haben, irgendwo hier an der Seite. Direkt unterm Panel wird es natürlich wärmer sein. Das müsst ihr so sehen, wie wenn das in der Sonne ist sozusagen. Da wird es, wenn ihr jetzt direkt hier unterm Panel messt, wird es vielleicht so 35 Grad sein. Ganz unten sollte es ungefähr 30 Grad sein unterm Panel. Dann habt ihr da ein gutes Klima. Dann könnt ihr noch ein bisschen Kunststoffpflanze reinmachen als Deko oder auch 2, 3 bisschen mehr, wie ich jetzt hier aufgebaut habe. Ich habe jetzt nur eine gemacht. Dann müsst natürlich einen Streu reinmachen. Da habe ich mal das Espen reingestellt. Das kann ich euch empfehlen. Das Espen-Einstreu ist wirklich toll vom Klima her. Würde ich euch empfehlen bei Königspythons. Ein ganz wichtiger Punkt ist, hier unten seht ihr diese Höhle. Das sind so diese Höhlen mit diesem Magnetdeckel. Da kommt Moos rein, nehmt ihr von dem Moos, tut ihr so ein Drittel bis ein Viertel abschneiden, in Wasser auflösen, in die Höhle reinmachen. Das ist jetzt so für Jungschlangen die Größe, ne, die Medium, die ist gut so bis zum einjährigen Tier ungefähr, ist die perfekt, da liegen die rein in dieses Moos. Das ist, glaube ich, in der Königspython-Haltung wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Diese Versteckbox oder Schlupfbox, sagt man auch dazu, oder Moosbox, wie immer ihr das Ding nennen wollt, mit feuchtem Moos drin. Das ist Grundlage in der Königspython-Haltung, ne? Und was haben wir noch? Sonst haben wir nichts mehr. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein bisschen eine Wurzel reinlegen oder ein bisschen Ast reinmachen, ein bisschen Kork reinmachen. Zum einen sieht es schöner aus und dann könnt ihr ein wenig Struktur im Terrarium schaffen. Auch für das Tier, wie gesagt, vielleicht noch ein wenig Kork, wo sich auch drunter verstecken kann. Als Alternative zu der Höhle könnt ihr einfach noch ein bisschen Struktur reinbringen. Und dann habt ihr ein wirklich schönes Königspython-Terrarium, auch mit wirklich perfektem Klima, wenn ihr das so macht. Und wie gesagt, das Klima ist das A und O in der Königspython-Haltung. Das muss stimmen, Tag und Nacht wirklich gut beheizt. Königspythons sind vom Handling her anständige, unproblematische Terrarientiere, beziehungsweise ich glaube, das ist der Grund, wieso der Königspython die Terrarienschlange Nummer 1 geworden ist weltweit. Sie sind wirklich ganz relaxte, entspannte Tiere, beißen eigentlich so gut wie nie. Selbst in der Natur, wenn man jetzt in der Natur einen Königspython findet, kann man den anfassen, der beißt nicht, der rollt sich zusammen zu dieser typischen Ballhaltung. Ne? Das kann ich jetzt bei dem hier, wenn ich ein bisschen ärgere, guck, jetzt macht er so diesen Ball, ne? Deswegen ja auch Ball Python. Das ist so der Abwehrmechanismus von denen. Und wenn die dann nach einer Zeit merken, okay, es passiert eh nichts, dann wickeln die sich auch schon wieder auf und kriechen rum oder werden, also die Stressbarriere von denen ist relativ, wie soll man sagen, die Stressbarriere relativ hoch. Also ich will sagen, sie lassen sich relativ schwierig stressen. Sie sind recht entspannt und wie gesagt, das ist wohl Teil des Geheimnisses des Erfolges von den Königspythons. Ne? So viel zum Handling. Kommen wir zur Fütterung. So ein Jungtier wie hier, das ist jetzt 6 Wochen alt ungefähr, übrigens ein Clown Pinstripe Blackback, ne, wunderhübsches Tier. Der hat jetzt schon 3-mal gefressen. Die Jungtiere füttert man alle 5 bis 7 Tage. Also wir machen es alle 7 Tage. Ich kenne ein paar Terrarianer, die füttern sogar alle 5 Tage, finde ich vielleicht fast ein wenig viel. Ich glaube 7 Tage ist ganz gut. Da kriegt der eine mittelgroße bis 3/4 große Maus, ne? Also bei der Größe von dem Tier, der hat jetzt so, der wird knappe 100 Gramm haben. Dann gibt man so eine 20 Gramm Maus circa als Futtertier. Ne? Wir haben es auch schon in mehreren Folgen angesprochen, Fütterung von der Schlange. Also wenn der gefüttert ist, dann muss man dem ansehen, dass er hinterher einen dicken Bauch hat. Dann ist die richtige Größe. Wie gesagt, einmal die Woche füttern. Im Wachstum,
Wachstum heißt beim Königspython so ungefähr die ersten 2 Jahre, würde ich diesen wöchentlichen Intervall beibehalten. Das ist auf jeden Fall okay und nicht zu viel. Die Futtertiere entsprechend anpassen, natürlich immer größer werden mit dem Futtertier. Wenn ihr ein einzelnes Männchen habt, dann könnt ihr ein bisschen langsamer machen mit dem Füttern. Das heißt, alle 2 Wochen oder vielleicht sogar alle 3 Wochen füttern. Also weniger würde ich nicht, vielleicht sogar tendenziell eher alle 2 Wochen füttern. Dann ist das okay. Wenn ihr ein Weibchen habt, mit dem ihr züchten wollt, behaltet diesen wöchentlichen Rhythmus bei. Der Königspython macht Fresspausen, die sind bekannt. Gibt es auch Reptil-TV-Folgen drüber, betreffs dem Fressen. Die machen auch in der Natur Fresspausen. Ja. Das ist beim Königspython ganz normal. Das heißt, wenn ihr den das Jahr über wöchentlich füttert und der mal zwischendrin 6, 8 Wochen lang nichts frisst, dann entspricht es seinem Verhalten in der Natur auch. Ja. Von dem her braucht man nicht unbedingt Angst haben, dass man überfüttert, weil der dann von sich aus eine Pause einlegt. Es gibt andere Schlangen, ich glaube Tigerpython, Boas zum Beispiel, die würden nie eine Fresspause machen. Wenn ihr die alle Wochen füttert, fressen die alle Wochen und verfetten irgendwann. Beim Königspython hat man das Problem meines Erachtens nicht. Wenn die zu viel Nahrung aufgenommen haben, dann machen die eine Pause und regulieren das selber. Also von dem her einmal die Woche seid auf dem richtigen Weg. Dann kommen wir zum Thema Zucht. Vor circa 20 Jahren galt der Königspython noch als ganz heikles Terrarientier, schwer zu züchten. Wenn da einer Nachzuchten hat, dann war er der Held am Terrarianer-Stammtisch. Mittlerweile hat sich das etwas geändert. Ich glaube, so ziemlich jeder züchtet Königspython, der welche besitzt oder der mehr wie 1, 2 Tiere besitzt, züchtet die auch, weil sie sich wirklich gut züchten lassen. Hintergrund, oder wieso das jetzt so gut funktioniert, glaube ich, sind einfach 2 Punkte. Ich habe beide schon angesprochen. Ein Punkt ist die gute Fütterung. Früher hat man gesagt, ganz sparsam füttern. Wenn man ein Tier züchten will, darf man das nicht zu sparsam füttern, speziell beim Königspython. Wenn der keine Fettreserven hat, dann züchtet er nicht. Also die gute Fütterung ist ein wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt ist dieses Klima, was ich angesprochen habe. Früher hatte man Terrarium tags beheizt und nachts alles aus. Dann war es den Tieren viel zu kalt. Da war man die meiste Zeit mit Lungenentzündung und Sonstigem beschäftigt, beziehungsweise dann haben sie schlecht gefressen und hat man deswegen nicht gezüchtet. Also seit man die warm hält, seit man die warm hält und regelmäßig füttert oder reichlich füttert, züchtet man die auch regelmäßig. Und dann kommen so hübsche Farbvarianten raus, wie dieses Tier. Das ist jetzt ein Bongo Lesser Pastel, 1,5-jähriges Tier. Also glaube ich auch tolle, schöne Farben. Eigentlich auch ein anständiges Tier. Ich weiß nicht, wieso der jetzt gleich wegen nervös ist hier. Vielleicht wegen der Fliege, die mich hier schon die ganze Zeit nervt. Eben, dann sind wir beim Thema Farbvarianten. Es gibt kein Terrarientier, wo es so viele Farbvarianten gibt. Also wie gesagt, hier Beispiel Bongo Lesser Pastel, ist eine Dreifach-Kombo. Albino, Piebald, was es alles gibt an Farbvarianten. Da haben wir auch schon etliche Filme drüber gemacht. Da haben wir euch schon zig Farben vorgestellt. Das würde jetzt hier aus dem Ufer gehen, wenn ich die euch vorstelle, was es da alles gibt. Aber bei Königspython, das ist auch Teil dieser Königspython oder dieses Hypes, kann man ja fast sagen, der das ausmacht, weil der einfach so wahnsinnig viele verschiedene Farben haben kann und es natürlich auch Spaß macht, wenn man das züchten kann. Zu guter Letzt der Verweis auf gute Literatur, mein Königspython-Buch, das im Prinzip das 3. mittlerweile, möchte ich euch echt ans Herz legen. Steht alles drin, was ich weiß, über Afrika, über das Klima natürlich, wie man sie richtig hält, auch wie man sie züchtet, was man züchten kann. Ich glaube, es ist alles drin, was da, egal ob der Einsteiger oder der Profi oder der Fortgeschrittene, jeder, der Königspython hält, findet hier eine Menge an Informationen, möchte ich euch nahelegen. Gibt es auf Deutsch, auf Englisch mittlerweile. Jetzt kommt es die nächsten Monate, irgendwann kommt es aus Chinesisch sogar raus. Und im Moment bin ich an Japanisch, also höchstwahrscheinlich wird dann vermutlich noch
dreiviertel Jahr dauern, wird es noch auf Japanisch kommen. Also wenn ihr einer dieser 4 Sprachen mächtig seid, könnt ihr euch aussuchen, welche Sprache, holt euch das Buch, habt ihr bestimmt Spaß dran. Das war's für heute. Bleibt mir treu. Check my balls, kann ich endlich mal wieder sagen, und bis zum nächsten Reptil TV. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.